MJ Update New in My Collection Folge 9 und hier habe ich wieder was bekommen. Es sieht nach einer Vinyl aus. Ich habe es auch schon geöffnet. Ich weiß also schon, was drin ist und deshalb kann ich heute euch sagen, ich werde meine Thriller 12-Inch Maxi-Singles vervollständigen, denn hier ist die letzte Single drin, die mir noch gefehlt hat. Aber bevor wir uns die anschauen, gucken wir uns nochmal im Rückwärtsgang alle 12-Inch Maxi-Singles an, die ich in meiner Sammlung habe. Wir starten mit einer Thriller Maxi-Single. Hier befindet sich drauf die Instrumentalversion von Thriller. Auch mal gerade schauen. Eine Special Version und auf der Rückseite ist die Instrumentalversion. Also A- und B-Seite beinhalten den Song Thriller, während die A-Seite mit einer Special Version gekennzeichnet ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, was diese Special Version so besonders macht. Das müsste ich mir nochmal anhören. Aber so schaut diese Version aus. Dahinter folgt eine weitere Thriller Maxi-Single inklusive Long Version und Special Edit of Thriller. Also wieder. Das hier ist nicht das Original. Aber ich schaue mal drauf, was drauf steht. Auf Seite 1 ist Thriller Remixed Short Version und die Live-Version von Things I Do For You von den Jacksons Live. Und auf der B-Seite ist die normale Thriller-Version. Beziehungsweise umgekehrt, auf der A-Seite ist die normale Thriller und auf der B-Seite ist die Remixed Short Version und die Live-Version von Things I Do For You. Damit haben wir hier die zweite Thriller Maxi, die so aussieht. Und wenn wir hier oben uns das anschauen, Thriller Long Version ist auf Seite A, das steht aber auf der Vinyl nicht so drauf, mit 5 Minuten 57 und die Special Edit ist mit 4 Minuten 5 angegeben. Als vorletzte Single kam PYT raus, Pretty Young Things. Beinhaltet auf der A-Seite Pretty Young Things und die B-Seite enthält This Place Hotel von den Jacksons, live auch wieder, die Live-Version von dem Live-Album. Und die Instrumentalversion von Thriller ist hier auch wieder drauf. Schauen wir hier mal kurz rein. A-Seite ist PYT und B ist This Place Hotel und die Instrumentalversion von Thriller. Jetzt kommt normalerweise Human Nature. Human Nature erschien aber nur als 7-Inch Vinyl, nicht als 12-Inch Vinyl. Daher machen wir jetzt hier den Sprung. Wir überspringen Human Nature und gehen zu Wanna Be Starting Something. Die 12-Inch Maxi-Single, die in der Tat ein bisschen ramponierter ausschaut als die anderen Versionen, also deutliche Gebrauchsspuren zu erkennen. Hier steht gar nicht drauf, was da drauf ist. Dafür müssten wir wieder mal reingucken. Auf der A-Seite ist Wanna Be Starting Something, Special Version taken from Thriller. Das ist aber, glaube ich, die normale Albumversion. Und auf der B-Seite ist die Instrumentalversion von Wanna Be Starting Something, 6 Minuten 30. Und die Rock With You Version von den Jacksons. Das ist auch das Live-Album. Das heißt, auf den Maxi-Singles von Thriller wurden die Live-Versionen von dem Jacksons Live-Album mit verarbeitet. Hier kommen wir jetzt zur dritten Single-Auskopplung aus
Thriller. Das war Beat It seinerzeit. Hier oben hat jemand einen Rolling Stones Aufkleber drauf gemacht und ich habe die mal für 7 Euro gekauft. So sieht es auf der Rückseite aus. Das klassische Album wird beworben. Und hier unten steht noch Get on the Floor drauf. Und dem ist auch so, auf Seite A ist das normale Beat It Album, das normale Beat It Lied. Und auf der B-Seite ist Get on the Floor. Ja, so schaut sie aus. Die erste Single-Auskopplung die zweite Single-Auskopplung, warum komme ich denn immer durcheinander? Das ist hier Billie Jean, Super Single steht hier vorne drauf. Und hier war die tatsächlich noch original in Plastik eingepackt. Auf der Cara 1, das ist eine spanische Edition, Billie Jean. Und auf der Rückseite die Instrumentalversion von Billie Jean. Ich glaube, die habe ich mal in Barcelona in einem Plattenladen gefunden und gekauft. Ja, so sieht es aus. So die Rückseite. Und hier steht auch alles auf Spanisch drauf. Und das führt uns zu dieser Version, die optisch diesen Print noch drauf hat. Das hatte die Version jetzt nicht. Von der Rückseite her sieht sie aber genauso aus. Und der Inhalt ist identisch. Billie Jean auf der Seite und die andere hat die Instrumentalversion von Billie Jean. Außer dass das außen etwas anders ausschaut, haben beide Versionen aber den gleichen Inhalt. So, und jetzt habt ihr bemerkt, ich bin jetzt rückwärts durchgegangen. Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something, PYT und Thriller. Da fehlt mir jetzt immer noch die erste Single und die habe ich hier drin. Und zwar, ich schiebe sie hier nochmal raus. Tada! Da haben wir sie. The Girl Is Mine, Michael Jackson, Paul McCartney. Die erste Single-Auskopplung aus Thriller damals, ohne Musikvideo. Auf der Rückseite sieht es so aus. The Girl Is Mine, written by Michael Jackson, produced by Quincy Jones, for Quincy Jones and Epic. In Holland geprintet. Und auf der, was haben wir hier drauf? Einmal The Girl Is Mine, die reguläre Albumversion auf der A-Seite. Und auf der B-Seite ist das Can't Get Out the Rain, was wir jetzt auch auf der Thriller 40 erstmals auf CD bekommen haben. Beziehungsweise es war auch schon mal auf der King of Pop, irgendeiner Special Edition aus UK oder Australien war das auch schon mal drauf. Aber hier wurde das mit veröffentlicht, damals auf der B-Seite. Ja, und damit habe ich meine Thriller 12-Inch Maxi-Single Collection komplett. Das heißt, von jeder Single, von der es eine 12-Inch gab, habe ich jetzt mindestens eine Edition und von Billie Jean und Thriller habe ich sogar 2 verschiedene. Habt ihr auch alle Thriller Maxi-Singles, egal ob groß oder klein? Berichtet doch mal, wie eure Sammlung ist und gerne kommentieren, liken und falls ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal am besten auch gleich mit abonnieren. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. MJ Update, New in My Collection oder On Tour oder einer regulären Folge. Macht's gut, ciao!